30.000 €. Das ist ein Schnäppchen, oder? Ja, aber nicht für Emilio. Mann, der Laden ist eine Goldgrube, da muss er ja zugreifen. Emilio ist aber blank wie eine Glatze. Die OP für seine Mutter, die hat seine letzten Ersparnisse aufgefressen. Da gibt's schon irgendeine Möglichkeit. Muss halt einen Kredit aufnehmen. Ja, aber woher denn bitte? Ohne Sicherheit keine Kohle. Ich besorge ihm jetzt den perfekten Job. Viel Kohle und vor allem völlig legal. Ja, dann stell dich mal hinten an, denn von mir kriegt er jetzt noch ein viel besseres Angebot. Mach ruhig. Meine Idee ist nämlich nicht zu toppen. Sag mal, meinst du, da sind 10 Riesen drin? So viel vielleicht nicht, aber 2.000 auf jeden Fall. Du bist meine Rettung und die restlichen 8 für Currykalle krieg ich schon irgendwie zusammen. Du, wenn du dich gut anstellst, springt vielleicht ein Folgejob raus. Du, ich mache alles. Hauptsache schnell viel Geld und legal dürfte es sein. Das ist es auf jeden Fall. Und den Job, den machst du mit links. Ich meine, nach dem Strip hast du doch Körpergefühl drauf. Ein Strip? Naja, also eigentlich war ich ja auch nur bei den Proben dabei. Ach so. Nee, du kein Strip. Fotoshooting für einen Erotikkalender. Oh. Hast du ein Problem damit? Nee, ich nicht. Aber Kim vielleicht. Gut, andererseits kennen wir die Mädels ja nicht, die sich die Bilder. Ach, glaub mir mal, Eifersucht ist da kein Problem. Du kennst Kim, die geht ab wie ein Zäpfchen, wenn es um andere Weiber geht. Es geht aber nicht um andere Weiber. Was sind das für Fotos? Total schöne. Du zeigst ein bisschen Haut, ein bisschen Wäsche. Für den Männerkalender. Ich habe nichts gegen Schwule. Aber? Aber ich bin's nicht. Ich bin verheiratet, verdammt. Ja, es geht hier auch nur um harmlose Bilder, nicht um irgendwelche Hardcore-Fotos mit anderen Typen. Na, vielen Dank auch. Was ist denn eigentlich dein Problem? Du checkst es gar nicht, oder? Verdammt, ich bin nicht schwul. Und wenn das für dich okay ist, dann ist das okay. Aber für mich ist es einfach zu krass. Okay, das musst du mir jetzt doch erklären. Was ist krass? Dass ich die Fotos mache oder dass ich auf Typen stehe? Moment, das habe ich so überhaupt nicht gesagt und auch nicht gemeint. Ja gut, dann sprich dich aus. Ich hab einfach keinen Bock, dass sich irgendwelche Typen an mir aufgeilen an den Bildern. Aber wenn das irgendwelche Frauen machen, das geht in Ordnung. Abgesehen von Kims Eifersucht. Ja, weil das ist was ganz anderes. Weil du so ein richtiger Kerl bist. Endlich hast du es kapiert. Nö. Muss ich aber auch nicht, weil es völlig egal ist. Emilio, entweder du kriegst deine Homophobie in den Griff und machst diese Fotos oder du suchst dir etwas anderes. Gut, ich suche mir was anderes. Gut. Ach, was, morgen schon? Nee, ganz gut. Ja. Ich werde einen Freund mitbringen. Ja, ich weiß natürlich. Nee, der ist garantiert auch super geeignet. Ja. Perfekt. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Na? Was macht das Geschäft mit Kalle? Das kann ich knicken, wenn ich nicht schnell einen Job anziehe, der genug Geld abwirft. Zum Glück hast du so Freunde wie mich. Nee, lass mal stecken. Olli wollte mir auch schon ein Jobangebot machen. Er dachte, er kriegt mich über die Masche. Ich bin jung und brauche das Geld, aber das kann er vergessen. Und worum ging's? Es ging um ein Fotoshooting für einen schwulen Kalender. Du als Wix-Vorlage. Vielen Dank. Geht's noch lauter? Ich hätte auch nicht so Lust, dass mein Arschspiel überall rumhängt. Danke. Danke. Endlich kapiert es mal jemand. So, und was hast du für mich? Naja, die Sache steigt morgen, dauert etwa eine Stunde. Du müsstest 6-mal auftauchen und kriegst jedes Mal 500 € bar auf die Kralle. Lass mich mit deiner Hehlerei in Ruhe. Habe ich keine Lust mehr drauf. Was denn? Die Sache ist voll egal. Ich mach's jetzt auf Medikamententester. Warte mal kurz. Hier ist eine Nummer von einem Labor. Checken dich durch und dann bist du offiziell Proband. Wie, ich krieg 3000 Eier nur dafür, dass ich mir ein paar Pillen einwerfe. Ist geil, oder? Einfacher kann man kein Geld verdienen. Geil, danke für den Tipp. Hab ich das gerade richtig verstanden, dass du dir irgendwelche Pillen reinpfeifen willst? Warum denn nicht? Immer noch besser, als für ein Tuckenmagazin zu posieren. Klingt irgendwie seltsam aus deinem Mund, findest du nicht? Stimmt, finde ich auch. Und wann bist du eigentlich volle Kanne vor die Wand gelaufen? Hast du echt keine Ahnung, dass solche Medikamententests gefährlich sind? Okay, nur, dass ich das richtig verstanden habe. Es gibt eine Voruntersuchung. Ja. Und die können dich ablehnen, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und hat jemand vor uns schon mal das Zeug getestet? Du stellst Fragen. Hamster vielleicht. Nebenwirkungen. Gibt's irgendwelche bekannten Nebenwirkungen? Ich sag das mal so. Proband kommt von probieren.
Damit die das rausfinden, dafür gibt's uns. Okay, aber es kann nichts Schlimmes passieren. Vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel. Aber ich glaube nicht, dass es da wirklich Nebenwirkungen gibt. Außer gelegentlich im Koma, wie bei den Engländern neulich. Was? Ja, es war groß in der Presse. Die haben für viel Kohle Rheumamittel getestet und kurz danach lagen alle mit Organversagen auf der Intensivstation. Ja, aber die Engländer sind ja auch krasser. Die trinken ja auch Bier ohne Schaum. Mann, in Deutschland sind die Richtlinien viel strenger. Okay, ich möchte doch nur grundsätzlich wissen, ob was Schlimmes passieren kann oder nicht. Ja, das sage ich doch gerade. Was ist denn dein Problem? Mein Problem ist, dass du ernsthaft versuchst, Emilio zu so einem Schwachsinn zu überreden. Mann, ich habe das doch auch schon dauernd gemacht und ich lebe ja auch noch. Und wenn er wirklich einen Laden aufmachen will, ist es die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Nein, das ist falsch. Du kannst doch immer noch diese Fotos machen, ohne russisch Roulette mit deiner Gesundheit zu spielen. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen. Jetzt gehst du erst mal duschen. So. Ach so, und wenn du dir die Beine rasierst, dann benutzt bitte deinen eigenen Rasierer, ja? Bitte? Das ist mein Lady Shaper. Kauf deinen eigenen Schätzchen, okay? Hast du gut geschlafen, Hase? Ist noch alles da? Minister. Und ausatmen, bitte. Ja, ich hätte auch länger gekonnt. Gar kein Problem. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Hey, alles fit im Schritt? Logisch. Sag mal, hast du den ganzen Mist hier gelesen wegen der Nebenwirkungen und so? Ach, was interessiert mich doch nicht. Einfach unterschreiben. Ey, das sind fast 2 Seiten. Die schreiben da jeden Scheiß hin. Die wollen sich absichern. Okay. Aber weißt du, was ich gelesen habe? Nee, Die bezahlen dieses Mal pro Session 50 Euro mehr. nicht dein Ernst. Doch, das heißt, in 10 Tagen gehst du mit knapp 3.300 Euro hier raus. Wir sehen uns dann übermorgen. Wieso warten? Es geht denn später. Ich muss los. Runter mit dem Zeugs. Bis dann. Jo. Emilio? Was machst du denn hier? Ich, Du machst doch nicht bei diesen Tests mit, oder? ja, ich bin jung und brauche das Geld. Geld ist wichtig, Tests sind wichtig. Ohne Tests keine Medikamente. Die Kollegin hat dich doch über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt, oder? Ja klar, mit den Kopfschmerzen komme ich klar. Emilio, hast du diese Papiere gelesen? Du hast keinen blassen Schimmer, was du da testest, oder? Das hier ist ein Mittel gegen Blasenfunktionsstörung und Harninkontinenz. Und wenn das anschlägt, kann ich nicht mehr aufs Klo. Naja, also bei solchen Tests passiert normalerweise nichts. Aber es gibt natürlich Risiken. Und welche? Also nur so als Beispiel? Ja, also nur so als Beispiel. Eine der Nebenwirkungen ist zum Beispiel Impotenz. Madre mia de Dios.